Die Senkrechtstarter Raumfahrt News im Überblick. SpaceX testet wassergekühlte Startanlage und stellt den für den nächsten Starship-Flug vorgesehenen Booster 9 auf den Starttisch. Viasat 3 wird wahrscheinlich zum größten Versicherungsschaden der Raumfahrt. Die ESA beseitigt eigenen Satelliten zur Vermeidung von Weltraumschrott. In China wird weltweit einmalige Anlage für Schwerelosigkeit in Betrieb genommen. NASA begeht Apollo 11 Jahrestag und startet Artemis 2 Crew-Ausbildung. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute nur auf YouTube. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Dienstagmorgen, den 18. Juli, hat Rocket Lab seine Electron gestartet. An Bord 7 Kleinstnutzlasten für einen sonnensynchronen Orbit. Unter anderem dabei 4 Starlink-Satelliten der NASA zur Erprobung von Satellitenschwarmtechnologie. Besonders interessant aber natürlich der durch den Missionsnamen Baby Come Back angekündigte Versuch der Boosterbergung. Der Booster wurde rein aerodynamisch durch den Wiedereintritt gebracht und ist dann weich im Meer gelandet und wurde dort von Rocket Lab geborgen. Das war bereits der 7. Booster von Rocket Lab, der nach einem Start wiedergeborgen wurde. Am Donnerstagmorgen hat das chinesische Raketenstartup X-Space seine Kuaizhou 1A Feststoffrakete von Jiuquan aus gestartet. An Bord ein Wetterbeobachtungssatellit. Auch am Donnerstag ein SpaceX Falcon 9 Start mit Starlink-Internetsatelliten von Vandenberg aus. Die Boosterlandung auf Of Course I Still Love You war auch erfolgreich. Am Samstagmorgen ein weiterer chinesischer Raketenstart. Galactic Energy hat seine Ceres 1 Feststoffrakete von Jiuquan aus gestartet. Nutzlast ist mir leider nicht bekannt. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte ein weiterer SpaceX Starlink-Start von Cape Canaveral aus erfolgt sein. Auch ein Langer Marsch 2D-Start mit einer unbekannten Nutzlast aus Taichuan könnte dann bereits erfolgt sein. Hashtag Apollo-Moment. Am Donnerstag jährte sich zum 54. Mal die erste Mondlandung von Apollo 11. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1969 landeten Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen auf dem Mond, und zwar im Mare Tranquillitatis oder auf Deutsch das Meer der Ruhe. Mir wird ganz anders, wenn ich daran denke. Schaut vielleicht die Woche mal zum Mond und kneift euch. Da waren mal Menschen da oben. Jetzt, 54 Jahre später, beginnt wieder eine Crew ihr Training für einen Flug zum Mond. Mit Artemis 2 soll zwar noch nicht auf dem Mond gelandet werden, aber ganz ähnlich wie bei Apollo 8, das Crewvehikel, diesmal Orion, das ja zur Hälfte in Bremen gebaut wird, auf Herz und Nieren getestet werden. Zwar wurde mit Artemis 1 die Kapsel bereits unbemannt getestet, doch viele der Systeme, die nur dazu dienen, Menschen in der Kapsel am Leben zu halten, das waren bei Artemis 1 noch Dummies. Diese sollen nun mit der ersten Crew auch erstmalig bei Artemis 2 dann getestet werden. Diese allererste Crew besteht aus den 3 NASA-Astronauten, dem Commander Reed Wiseman, dem Piloten Victor Glover und der Flight Engineering Christina Koch und dem kanadischen Missionsspezialisten Jeremy Hansen. Derzeit ist der Start der Artemis 2-Mission noch für November 2024 angesetzt. Persönlich gehe ich jedoch eher von einer Verschiebung in das Jahr 2025 aus. In den ca. 18 Monaten bis zum Start werden die 4 Astronauten in unterschiedlichen Trainingssessions auf ihre Mission vorbereitet. Neben dem coolen Training im Simulator, im Flugzeug und dem Trainingspool besteht das Training, wer hätte es anders gedacht, natürlich aus 4 Büffeln. So begann das allererste Training oder der allererste Trainingstag am 21. Juni aus den Grundlagen der Bahnmechanik für den tiefen Weltraum mit dem Fokus Mond. Fertigkeiten, die seit 1972, also seit Apollo 17, kein Astronaut mehr benötigt hatte. Vielen Dank an Ian, der die Mond-News zusammengetragen hat, da es auf der ISS relativ ruhig war. Artemis 2, wir fliegen wieder zum Mond und jetzt der Downer, wo sich die NASA die größte Mühe gibt zu kommunizieren, dass man jetzt divers zum Mond aufbricht, hält sich die Begeisterung für die astronautische Mondexploration sehr in Grenzen. Laut einer aktuellen Umfrage finden es nur 8% der Amerikanerinnen überhaupt sinnvoll, dass der Mensch zum Mond zurückkehrt. Wenn man sich anschaut, wofür die NASA aktuell am meisten Geld ausgibt, wirft das natürlich die Frage nach demokratischer Legitimation des Artemis-Programms auf. Da sehe ich auch uns als Community in der Pflicht. Wenn wir Raumfahrt toll und wichtig finden, dann sollten wir auch unser Umfeld dafür begeistern können. Frei nach dem Motto, frag nicht, was die Raumfahrt für dich tun kann, frag, was du für die Raumfahrt tun kannst. In China ist eine neue Anlage für die Untersuchung von Schwerelosigkeit oder Microgravity in Betrieb genommen worden. Besonderheit, hier wird nichts fallen gelassen oder nach oben geschossen, sondern die Versuchskapsel wird elektromagnetisch beschleunigt und bewegt. So ist theoretisch jede Form von Schwerkraft oder deren Abstinenz simulierbar und vor allem in sehr kurzer Zeit reproduzierbar. Unser Beitrag über den Fallturm am ZAM in Bremen, der mit einem Katapult arbeitet, wurde ja gerade mit dem 2. Platz im Fast Forward Science Wettbewerb ausgezeichnet. Dieses Video zeigt, wie Dr. Jonathan Kolmer extra eine Apparatur bauen muss, um Asteroidenschwerkraft herzustellen. Also der Fallturm, der hat die Schwerkraft eliminiert und Jonathans Versuchsaufbau hat dann die Schwerkraft hergestellt, die auf dem Asteroiden, den er untersuchen will, herrschen würde.
In Peking kann das jetzt mit der Microgravity Experiment Facility with Electromagnetic Launch, kurz MEFEL, durch die Anlage bereitgestellt werden, wenn auch nur für etwa 4 Sekunden. Das ZAM in Bremen bleibt mit seinen 9,3 Sekunden Schwerelosigkeit also Weltrekordhalter. Wobei die nächste in China entwickelte Anlage 20 Sekunden Schwerelosigkeit und 500 Kilogramm Experimente ermöglichen soll. Das ist dann schon in der Größenordnung von einem Zero-G-Flug. Und ja, das Video zu meinem Zero-G-Flug, das bekommt ihr in den nächsten Wochen. Die ESA bereitet den Erdbeobachtungssatelliten Aeolus auf einen kontrollierten Absturz über dem Meer vor, um Trümmerregen im bewohnten Gebiet zu vermeiden. Dazu werden eine Reihe von Manövern durchgeführt, um das Perigeum, also den erdnächsten Punkt der Umlaufbahn des Satelliten, abzusenken. Das letzte Manöver, das ist für den 28. Juli geplant und danach wird der Satellit voraussichtlich innerhalb von 5 Stunden wieder eintreten. Die ESA bezeichnet dieses Verfahren als unterstützten Wiedereintritt. Die ESA hat den nachhaltigen Betrieb von Weltraumhardware zu einem Hauptziel ernannt und letztes Jahr eine Zero-Debris-Charta verabschiedet. Künftig sollen alle ESA-Satelliten wieder eintreten oder so entsorgt oder passiviert werden, damit das Problem Weltraumschrott nicht weiter verschlimmert wird. Der Satellit Aeolus wurde noch vor diesen nachhaltigen ESA-Richtlinien entwickelt. Umso bemerkenswerter, dass man sich zu diesem verantwortungsvollen Handeln entschlossen hat. Die ESA erwartet, dass bis zu 20% der Satelliten den Wiedereintritt überleben werden. Ich hatte letzte Woche über die hängengebliebene Antenne des Viasat-3-Satelliten berichtet. Mittlerweile kennen wir das Preisschild. 700 Millionen Dollar ist die Mission schwer. Und versichert war dieser bei Boeing gebaute Satellit über 420 Millionen Dollar. Wobei die Antenne oder besser der Reflektor von Northrop Grumman geliefert wurde. Ob Viasat jetzt Schadensersatzansprüche gegenüber Northrop Grumman geltend machen kann oder die Versicherung einspringt, das wird sehr spannend zu verfolgen sein. 420 Millionen Dollar wären übrigens der größte Versicherungsfall in der Raumfahrtgeschichte. Bei 700 Millionen Dollar Missionskosten, ganz zu schweigen von den entgangenen Gewinnen, dürfte die Versicherungssumme nur ein kleiner Trost für Viasat sein. Ja, volles Risiko oder maximale Absicherung, das sind die beiden Extreme, das ist ja auch so eine Typfrage. Ich würde mich nicht als ängstlich bezeichnen, aber unnötiges Risiko, das vermeide ich durchaus gerne. Und das bringt uns zum heutigen Sponsor CyberGhost VPN. Ich war viel für Senkrechtstarter unterwegs und wenn ich mich vor etwas ekel, dann sind es offene WLANs, direkt nach öffentlichen Toiletten. Egal ob Handy oder Laptop, wenn ich ein fremdes WLAN nutze, dann möchte ich instinktiv einen VPN-Tunnel aktivieren, damit meine Verbindung verschlüsselt ist. Aber ich kann auch den Ländercode meiner IP-Adresse über den gewählten VPN-Server aktiv wählen und so von überall auf alle Inhalte zugreifen, selbst wenn Dienste geografisch geblockt sind. So kann man beispielsweise auf 40 verschiedene Streaming-Dienste zugreifen und Inhalte sehen, die sonst nicht abrufbar sind. CyberGhost VPN ist laut eigenen Angaben VPN Nummer 1 in Deutschland und mit meinem Link bei 2,03 € pro Monat unschlagbar günstig. Das beinhaltet eine Lizenz für 7 Endgeräte und wenn ihr nicht alle braucht, dann könnt ihr die Lizenz auch problemlos teilen. Über das Betriebssystem müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, da CyberGhost VPN für alle wichtigen Plattformen eine passende App bereitstellt. CyberGhost ist dabei äußerst benutzerfreundlich und man braucht keine technischen Vorkenntnisse, um das Programm zu nutzen. Und CyberGhost verfolgt eine strikte No-Logs-Policy. Das heißt, dass nicht mal CyberGhost selbst über eure Aktivitäten im Internet Bescheid weiß. 2,03 € pro Monat, da kann man wirklich nichts sagen. Probiert es einfach mal aus. Mit der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie habt ihr auch die Möglichkeit, es euch auch nochmal anders zu überlegen. Wenn euch CyberGhost aber gefällt, dann bekommt ihr 4 Monate kostenlos dazu. Link ist in der Beschreibung. Ja, der Raumfahrtmarkt, der soll ja in den nächsten Jahren über 1000 Milliarden Dollar schwer werden. Auch wenn ich gerade in der ersten Jahreshälfte über viele New Space-Firmen berichtet habe, die aktuell Probleme haben, gibt es natürlich auch die Firmen, denen man ein Stück von diesem riesigen zukünftigen Kuchen zutraut. Ich bin natürlich besonders an den Startanbietern interessiert, einfach weil ich Raketen cool finde. Nach der Firma mit dem X im Namen gibt es da eine Firma, an der man dann nicht vorbeikommt. Das ist Rocket Lab. Sieht die Börse offensichtlich ähnlich. In diesem Jahr hat sich der Aktienkurs von Rocket Lab verdoppelt. Für die Schnelldenker, nein, ich besitze keine Rocket Lab Aktien. Hätte ich bestimmt gekauft, wenn das möglich gewesen wäre, aber SpaceX wird ja nicht frei gehandelt. Neben Großinvestoren, der größte ist Elon Musk selbst, haben auch Mitarbeiter Anteile von SpaceX und für gewöhnlich gibt es 1- bis 2-mal im Jahr Termine, wo Anteilseigner ihre Anteile an einen sehr eingeschränkten Kreis an Investoren verkaufen können. Laut Michael Sheets von MSNBC wurden nun bis zu 750 Millionen Dollar an Aktien von Insidern zu einem Kurs von 81 Dollar pro Aktie verkauft, was eine Bewertung von SpaceX von 150 Milliarden Dollar entsprechen dürfte. Zum Vergleich, Europas größter Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus bringt es beim aktuellen Aktienkurs auf knapp 107 Milliarden Dollar. Ja, Bewertung von SpaceX, da ist natürlich viel Fantasie auch mit dabei, was zukünftig da vielleicht für Umsätze möglich sind. Aber das bringt uns zum Starship. Es war eine sehr ereignisreiche Woche in der Starbase in Texas. Während ich die Bauarbeiten der letzten Wochen nicht so im Detail behandelt habe, gab es diese Woche eine Reihe an Tests,
die einen guten Eindruck davon geben, wie Reparaturarbeiten, aber auch die Upgrades der Starship-Startinfrastruktur vorangeschritten sind. Die erste Reihe an Tests, die direkt mit einem neuen Startversuch der größten und stärksten Rakete, die je geflogen ist, in Verbindung stehen, ja, das ist eine Reihe von Tests der Raptor-QD-Verbindung. Hier handelt es sich um die Zuleitung an den äußeren Ring der 20 nicht schwenkbaren Raptor-Triebwerke. Um die Turbopumpen des Full Flow Staged Combustion Raptor in Gang zu setzen, wird ein Hilfsdrucksystem genutzt. Während das für die Wiederzündung der inneren Booster-Triebwerke mitgeführt werden muss, hat sich SpaceX aus Gewichts- und Komplexitätsgründen entschieden, das bei den äußeren Triebwerken in die Startinfrastruktur, genauer dem ULM, dem Orbital Launch Mount oder Starttisch, unterzubringen. Die größte Aufmerksamkeit aktuell bekommt aber natürlich der Mega-Stahl-Sandwich. Auch Menschen, die das Starship-Programm nicht im Detail verfolgt haben, dürften Wind bekommen haben von dem enormen Loch und dem Schaden an der Startinfrastruktur beim ersten Flugtest. Oder besser Felstornado, wie Elon Musk die ungewollte Pulverisierung der Betondecke genannt hat. Aber nicht nur das, entgegen meiner Einschätzung von letzter Woche, dass es noch etwas dauern dürfte, weil vorher die Betonarbeiten abgeschlossen sein müssten, hat SpaceX dann einen ersten Systemtest der Kühlplatte mit Spüllöchern durchgeführt. Das System arbeitet nicht mit Pumpen oder einem Wasserturm, wie sonst eigentlich fast alle Startanlagen, sondern das Wasser wird Druckgas gefördert. Am 17. Juni wurden dann die enormen Wasserleitungen das erste Mal von Wasser durchströmt und in einer riesigen Wasserwand entlud sich das Wasser dann in die Höhe. Bei einem Start wirkt dem Wasserdruck ja die Kraft aus dem Abgas von 33 Raptor-Triebwerken entgegen. Und wenn man einem Tweet von Elon Musk Glauben schenkt, dann werden es einmal 9000 Tonnen Schub sein. Mit wie viel Druck das Deluge System getestet wurde und für wie viel Druck oder welche Wassermenge es ausgelegt ist, das wissen wir leider noch nicht. Was meinst du denn, wenn du die Bilder siehst? Wird das ausreichen, um das Pad beim nächsten Startversuch zu schützen? Schreib mir und den anderen doch gerne in den Kommentaren. Ein kleineres, aber doch wichtiges System ist das Feuerunterdrückungssystem an der Startrampe. Wir erinnern uns, bei einem Spin-Prime-Test vor einem Jahr an Booster 7, da kam es zu einer ungewollten Explosion von angesammeltem Methan. Das Fire-X getaufte System unter dem Starttisch, das wurde jetzt für einige Sekunden aktiviert und scheint noch zu funktionieren oder wurde gut überholt. All diese Systemtests deuten darauf hin, dass SpaceX Stück für Stück die Systeme abarbeitet, die es für den nächsten Startversuch benötigt. Vorher muss Booster 9 aber noch einige Bodentests absolvieren, die auch wieder feurig werden dürften. Wie ich von meinem Kumpel Felix von What About It erfahren habe, hat SpaceX Drohnen mit Lautsprechern ausgestattet, um schneller Sicherheitsgebiet freigeben zu können. Hier eine Aufnahme von Y-Fotograf Chief. What's the boundary? Inside the last danger area for today's test. Please return to the beachhead. Also spinnig oder ist das die Stimme der Battle Droids aus Star Wars Episode 1? Mittlerweile ist Booster 9, der ja von SpaceX als nächster Flugversuchsbooster angekündigt wurde, auf dem Startgelände angekommen und auf den Starttisch gehoben worden. Das heißt, obwohl noch an der Startanlage gearbeitet wird, hat die Logistik für die nächsten Booster-Tests bereits begonnen. Es könnte also demnächst heiß werden. Aber nicht nur Booster 9 ist in Bewegung, ebenso Booster 10 wird einem Anschein nach in den kommenden Tagen seine Cryo-Test-Kampagne starten, bei dem der Booster mit flüssigem Stickstoff auf Tieftemperatur gebracht wird und dann Drucktests absolviert. Unterdessen wurde der eigentlich nach dem Flugbooster 7 folgende Booster 8 auseinandergepflückt und fürs Recycling vorbereitet. Im Gegensatz zu bisherigen Raketen haben wir ja am Starship sortenreinen Edelstahl, der dann sehr einfach wieder dem Stoffkreislauf hinzugefügt werden kann. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass man aktuell auch die Produktionsanlagen für Starship und Booster weiter auf Serienproduktion aufarbeitet. Die Megabay 2, die wird voraussichtlich im August ihre finale Höhe erreichen und auch die erste Hälfte der Star Factory erhält aktuell ihr Dach. Laut einer nicht genannten Quelle von NASA Spaceflight plant SpaceX für nächstes Jahr ganze 8 Starship-Flüge, für die dann klar ebenso Hardware gebaut werden muss. Dementsprechend macht es Sinn, dass die Produktionsanlagen weiter ausgebaut werden. Wir warten allerdings erst einmal sehnsüchtig auf den nächsten Starship-Flug. Adrian von NASA Spaceflight hatte uns ja hier im Livestream gesagt, intern plant SpaceX mit Ende August für einen neuen Startversuch. Aktuell scheint das gar nicht mehr so völlig abwegig, auch wenn natürlich Booster 9 und Ship 25 noch eine Reihe von Systemtests vorher absolvieren müssen. Ein Faktor für einen erneuten Start, den SpaceX nicht selbst in der Hand hat, das ist natürlich die Fluggenehmigung. Was die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA zu einem Wiederstart sagt, das wissen wir noch nicht.
De facto kann man am Booster 9 aber schon ein Upgrade für das Flugabbruchsystem erkennen. Es scheint, dass einfach zusätzliche Sprengladungen angebracht wurden, um im Falle einer Sprengung ein schnelleres Auseinanderreißen der Rakete zu ermöglichen. An Booster 7 gab es nach meinem Wissen nur Ladungen auf Höhe des Tankshots zwischen Methan- und Sauerstofftank am Booster. Und das hat nach diesen Aufnahmen hier offensichtlich nicht gereicht, den Booster schnell auseinanderzureißen. Definitiv näher dran als der Start des nächsten Starships sind noch die Starts der kommenden Woche. Am Mittwoch soll von Indien aus eine PSLV Core Alone starten. Am Donnerstag dann vom Apollo 11 Pad 39A eine Falcon Heavy mit EchoStar 24, der schwersten öffentlich bekannten Nutzlast für den geostationären Orbit. Am Freitag dann als Wochenabschluss voraussichtlich eine Electron von Neuseeland aus. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an CyberGhost, denn erst solche Kooperationen ermöglichen den ganzen Content auf diesem Kanal. Wenn ihr eure Daten im Netz noch mehr schützen wollt oder Streaming-Angebote aus dem Ausland nutzen wollt, klickt mal meinen Link in der Videobeschreibung und holt euch CyberGhost. In den ersten 45 Tagen gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie und der Kundenservice von CyberGhost, der ist für euch rund um die Uhr auch auf Deutsch da. Ihr könnt das Ganze also komplett risikofrei testen. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen und mit dem Abo hier hast du einen Platz in der ersten Reihe für alles, was uns in der Raumfahrt noch erwartet. Denn die Zukunft der Raumfahrt, die wird unglaublich. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.